Hallo liebe Anti-Aging-Enthusiasten, willkommen zur nächsten Wirksamkeitsanalyse von mir, einem studierten Supplement-Analysten. Es ist etwas Zeit vom letzten Video bis zum heutigen vergangen, ich weiß. Umso schöner ist es, heute endlich über eine meiner Lieblingspillen seit circa 2 Jahren zu berichten. Dabei geht es um Astaxanthin, das rötlich-orange Carotinoid, das Lachsen oder Flamingos ihre bemerkenswerte Farbe gibt. Astaxanthin stammt typischerweise aus der Mikroalge Haematococcus pluvialis, ist fettlöslich und wirkt ausgeprägt antioxidativ. In natürlichen Lebensmitteln wie Lachsen oder Garnelen sind die Mengen jedoch relativ gering. Für messbare Dosen nutzen daher immer mehr gesundheitsbewusste Supplemente in Form von Weichkapseln oder Tropfen mit Dosierungen von 6 bis 24 Milligramm täglich. Doch ist dieser Trend gemäß Wissenschaft überhaupt zu rechtfertigen? Kommen wir deshalb schon zum Herzstück dieses Videos, dem Forschungsstand 2. Wir schauen uns wie gehabt die neuesten Meta-Analysen und Übersichtsarbeiten aus den Jahren 2023 bis 2025 von PubMed an, und zwar in Bezug auf Anti-Aging und gesunde Erwachsene. Die eingeblendeten 4 Quellen bilden die Grundlage für alles, was ich jetzt gleich einordne. Die im Jahr 2025 bereits solide erforschten Bereiche Hautalterung und sportliche Leistungsfähigkeit haben sich bei meiner Astaxanthin-Recherche als wissenschaftliche Schwerpunkte mit Anti-Aging-Bezug herausgestellt. Beginnen wir mit der Haut, bei der die Dosis den Unterschied macht. Zunächst zur niedrigen Dosierung. Das chinesische Forscherteam um Dr. Qifeng Yang hat 2025 die bislang größte Analyse zu Nahrungsergänzungen gegen Photoaging bei gesunden Erwachsenen vorgelegt. In dieser Meta-Analyse mit 40 randomisierten Studien wurde die Carotinoid-Untergruppe, also auch Astaxanthin, separat betrachtet. Ergebnis: kein statistisch gesicherter Vorteil bei Standardmaßen wie UV-Rötungsschwelle und Hautelastizität. Unter den getesteten Bedingungen meistens nur 2 bis 4 Milligramm Astaxanthin pro Tag und lediglich 6 bis 12 Wochen Einnahmedauer. Die Wissenschaftler betonen ausdrücklich, dass kurze Laufzeiten und niedrige Dosen Effekte verwässern können. Schauen wir deswegen jetzt auf höhere praxisnahe Dosierungen. Das polnische Team um Dr. Jacek Januszewski hat 2023 einen aktuellen Haut-Review veröffentlicht und ordnet Astaxanthin positiv ein, wenn in einem wirksamen Dosisfenster supplementiert wird. Also ungefähr 4 bis 12 Milligramm täglich über mehrere Wochen. In den zusammengefassten Humanstudien an gesunden Erwachsenen steigen Hautfeuchtigkeit und Elastizität messbar, teils signifikant. Bei Falten berichten einzelne Arbeiten moderate Reduktion. Insgesamt aber nicht durchgehend konsistent.
Die Autorinnen und Autoren fordern deshalb noch größere, länger laufende standardisierte RCTs, also randomisierte kontrollierte Studien, nur mit Astaxanthin, um diese Signale robust zu bestätigen. Kommen wir zur sportlichen Leistungsfähigkeit und schauen zuerst auf das chinesische Forscherteam um Dr. Shangyang Liu. Die Gruppe veröffentlichte 2024 eine Meta-Analyse mit 11 randomisierten Studien an gesunden Erwachsenen. Die Ausdauerleistung bzw. aerobe Leistung zeigte sich deutlich verbessert. In der Ausdaueruntergruppe war der Effekt klar nachweisbar und insgesamt lag die physische Performance im Vorteil für Astaxanthin im Vergleich zu den Kontrollgruppen mit Placebo-Präparaten. Hinweise auf eine erhöhte Fettverbrennung offenbarten sich insbesondere, wenn Astaxanthin mit regelmäßigem Training kombiniert wurde. Unter welchen genauen Bedingungen traten die Vorteile auf? Vor allem bei längerer Einnahme über mehr als 12 Wochen und bei höheren Dosierungen ab 20 Milligramm pro Tag. Kurze Zeiträume und niedrigere Dosen schnitten schwächer ab. Der US-Bewegungsphysiologe Dr. Hunter Waldman fasst in seinem Überblick die möglichen Mechanismen zusammen, unter anderem mitochondriale Schutz- und Anpassungsprozesse, und verweist auf positive Signale aus Humanstudien mit Ausdauerathleten, etwa bessere Zeitfahrleistung, günstigere Herz-Kreislauf-Werte unter Belastung, zum Beispiel niedrigerer Puls und schnellere Erholung. Gleichzeitig betont er, dass wir nichtsdestotrotz noch größere, standardisierte RCTs brauchen, um Dosis, Zeit und Trainingsbezug noch klarer festzulegen. Kurz, was das fürs Training heißt: Ergogene, also leistungssteigernde Effekte von Astaxanthin, sind demnach vor allem in Kombination mit regelmäßigem Ausdauertraining ersichtlich. Bei längerer Einnahme über 12 Wochen und bei höheren Dosierungen über 20 Milligramm pro Tag. Die Messgrößen mit Nutzen waren zusammengefasst Ausdauerperformance und Fettverbrennung. Begleitbefunde deuten überdies auf bessere Erholung hin. Kommen wir schon zu drittens, meine Lieben, zum Fazit. Astaxanthin landet innerhalb meines Schemas über die Wirksamkeit in Kategorie C, die ja für solide bis gute Humanevidenz steht. Zur Haut in praxisnahen Dosen sind Feuchtigkeit und Elastizität optimierbar und eine moderate Faltenreduktion ist möglich. Ein leistungssteigernder Nutzen trat bei über 20 Milligramm Astaxanthin pro Tag über 12 Wochen gepaart mit Ausdauertraining ein. Denn Ausdauerleistung und Fettverbrennung stiegen nennenswert an. Ich kann mir nun vorstellen, dass diese Resultate bei euch die Neugier wecken und zum Selbsttest animieren. Demzufolge habe ich einen hilfreichen Merkzettel für eine erfolgreiche Einnahmedauer erstellt, den ihr in der Videobeschreibung downloaden könnt.
Ich erfreue mich jetzt erstmal an diesen 2 Weichkapseln, die insgesamt knackige 36 Milligramm Astaxanthin liefern. Wobei ich natürlich auch 2 Meter bin und knapp 100 Kilo wiege, somit über dem Durchschnitt liege. Ich persönlich habe das subjektive Gefühl, dass sich meine Haut in den letzten 2 Jahren sichtbar verjüngt hat, obwohl mein chronologisches Alter natürlich gestiegen ist. Und ich bin mir sicher, dass einer von mehreren Gründen dafür Astaxanthin ist. Eventuell stellt die Forschung eines Tages ja überzeugend fest, dass hohe Dosierungen im Bereich von über 50 Milligramm täglich Botox-ähnliche optische Auswirkungen auf unser Hautbild haben, ohne negative Begleiterscheinungen. Wer weiß. Als YouTube-Zuhörer kann man diese abgedroschene Aufforderung wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich weiß. Und dennoch, wenn euch diese Art der nüchternen, PubMed-basierten Analysen gefällt, abonniert gern den Kanal. Ich verabschiede mich wie immer mit dem Slogan Let's get younger, not older. Mille grazie fürs Zuschauen. Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Euer Mika Young.